Mein Name ist Ralf Böhme. Ich bin von der Deutschen Eisenbahn Service und Anlagen GmbH, bin dort Geschäftsführer. Die Netz 33 hat ja das Ziel, 33.000 Bahnkilometer mit einem digitalen Kabel zu ertüchtigen. Und zu den 33.000 Bahnkilometern gehören auch Infrastruktur, die nicht zur Deutschen Bahn AG gehört, sondern durch private Eisenbahninfrastrukturunternehmen betrieben werden. Und dazu gehören wir auch. Wir sind ein privates Eisenbahninfrastrukturunternehmen und werden sozusagen quasi für die Netz 33 der eisenbahninfrastrukturelle Partner für diese Nebenstrecken sein. Und werden dort unsere Expertise und Kompetenz mit einbringen, um zusammen mit Netz 33 in der Prignitz die erste Pilotstrecke für die Ausrüstung dieses Kabels, sagen wir, an der Infrastruktur herzustellen. Werden dazu mit Netz 33 gemeinsam die Genehmigungsplanung durchführen, werden die Planung des Infrastrukturausbaus durchführen, werden die Realisierung begleiten und werden letztlich mit allen Partnern, die für dieses Bauvorhaben notwendig sind, entsprechend zusammenarbeiten und gemeinsam Erfahrungen sammeln, wie man ein Glasfaserkabel entlang der Schieneninfrastruktur aufbauen kann. Wir werden also auch mit Netz 33 die Baubegleitung für die Realisierung dieses Kabels an unserer Pilotstrecke vorantreiben und werden mit der DB Infrago letztlich auch die Schnittstellen organisieren, die zwischen einem DB-Netz und einem Infrastrukturnetz, der nicht bundeseigene Eisenbahnen betrifft, da werden wir, sagen wir mal, die Infrastrukturschnittstellen sozusagen quasi mit organisieren. Wir betreiben Schieneninfrastruktur im Nebennetz und letztlich auch im ländlichen Raum und nutzen unsere Schieneninfrastruktur letztlich auch als rauminfrastrukturelle und politische Komponente. Das heißt, wenn wir ein Glasfaserkabel entlang der Schieneninfrastruktur im ländlichen Raum verlegen, entlang der Schiene, dann erschließen wir den ländlichen Raum letztlich auch mit einer Glasfaserinfrastruktur, wovon ganz, ganz viele profitieren. Gewerbe, Industrie, Logistikunternehmen, Kommunen, private Haushalte, wie bis dahin, dass es letztlich auch solche Regionen attraktiv werden für Neuansiedlungen, zum Beispiel für das Thema Rechenzentren im ländlichen Raum, für dezentrale Rechenzentren. Und das ist sozusagen quasi der eine Punkt, wo wir unserer regionalpolitischen Verantwortung gerecht werden wollen. Und zum anderen möchten wir natürlich auch dieses Kabel entlang der Schiene für unseren Betrieb nutzen, indem wir die Infrastruktur selber digitalisieren und letztlich auch dem Betrieb auf der Infrastruktur entsprechend digitale Informationen zur Verfügung stellen, sodass man sagen wir mal, mit WLAN unterwegs sein kann, dass man letztlich aber auch im Zug sagen wir mal, solche digitalen Dienste nutzen kann. Das ist sozusagen quasi das, was wir uns mit der Infrastruktur, die Netz 33 bei uns verlegt, erhoffen. Unsere Wirtschaft in Europa ist arbeitsteilig aufgebaut. Daraus ergibt sich unsere Wertschöpfung in Europa und wenn man arbeitsteilig unterwegs ist, braucht man Verkehr. Denn Verkehr ist in dem Sinne kein Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck, von A nach B Güter zu transportieren oder auch Personen zu transportieren. Das gilt vor allen Dingen natürlich auch dann, wenn Europa jetzt im Zusammenhang mit den geopolitischen Rahmenbedingungen wieder Wertschöpfung nach Europa zurückholen will und muss, gehört Verkehr natürlich zwingend dazu, um unser Wirtschaftssystem am Leben zu erhalten. Und wenn wir dann auch noch aus klima- und umweltpolitischen Gründen Verkehr vor allem auf die Schiene holen wollen, dann bedarf es natürlich am Ende auch einer digitalisierten Schieneninfrastruktur. Und damit wird Netz 33 natürlich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, um genau diese Voraussetzungen zu erfüllen. Unsere Infrastruktur in der Schieneninfrastruktur ist überholungs- und modernisierungsbedürftig. Brücken ist das eine Thema, Oberbau, also praktisch die Schienenzustände das andere, aber letztlich auch der digitale Zustand. Und wir wollen natürlich mit dieser Investition von Netz 33 am Ende für Europa letztlich auch diese Infrastruktur in ein neues digitales Zeitalter heben, um letztlich auch zukunftsfähig für Europa zu sein.